Willkommen in Mosambik, willkommen bei uns. Wir sind Yvonne und René und wir leben unseren Traum, Reisen ohne Zeitlimit. Erst Afrika und dann wartet die Welt. Kommt mit und begleitet uns, wie wir diesen Kontinent mit unserem Toyota HZJ 79 Tempo auf kleinsten, im Moment sehr matschigen Pisten erkunden. Denn es ist Regen und somit auch Cyclone-Zeit. Viel Spaß! Super idyllisch ist es hier an unserem Karibikstrand. Leichter Nieselregen und der Motor brummt schon seit einer Stunde, weil wir ein bisschen Stromprobleme haben. Wir datteln so viel. Nee, datteln ist ja falsch gesagt. Wir arbeiten konstruktiv. René schreibt Tagebuch und ich schneide ein bisschen neue Filme. Und dazu brauchen wir einfach Strom. Und wenn wir an einem so schönen Ort stehen wie hier, geht das halt nicht, wenn es so bewölkt ist, ohne Stromzufuhr. Wir haben ja so eine Notbatterieversorgung hier drin, viel mehr geht nicht, Solar haben wir auch auf dem Dach, aber es kommt jetzt einfach zu wenig rein. Wir könnten jetzt auch ohne das noch aushalten, aber wenn wir den ganzen Tag jetzt Strom brauchen und morgen wahrscheinlich auch nur ein kleines Stück fahren, weil wir da drüben bestimmt einmal an den offenen Indischen Ozean wollen, wieder kein Fahrstrom produzieren, deswegen mache ich es jetzt heimlich. Ich verrate es natürlich auch keinem, meine Frau ist ja die Petze. Während Yvonne hier hinter mir in dem Oval Office sitzt, gehe ich jetzt mal mit euch raus und zeige euch mal, wie wir überhaupt hier stehen. Mal unseren Stellplatz zeigen. So, wir sind ja gestern Abend hier fast im Dunkeln hier angekommen. Habe ich mit vollem Luftdruck auch gerade hier noch so durch den Sand gefräst. Dachte schon, ich bleibe womöglich noch stecken. Da hätte ich dann gar keine Lust zu gehabt gestern Abend. Aber im Prinzip stehen wir hier sehr, sehr schön. Deswegen bleiben wir auch noch eine Nacht hier. Es hat halt relativ viel geregnet heute Nacht. Also hat es richtig geschüttet. Jetzt nieselt es ein bisschen über den Tag, aber es soll bis morgen Mittag, glaube ich, soll es noch schlecht bleiben. Danach soll eigentlich das Wetter wieder etwas besser werden. Und ein bisschen Glück habe ich ja auch, dass Yvonne hier alle technischen Geräte im Einsatz hat und ich deswegen gar nichts mehr machen kann. Ich war eigentlich gerade dabei, ein bisschen Tagebuch zu schreiben, aber das geht jetzt auch nicht mehr. Deswegen werde ich mich jetzt da oben hinfläzen und was lesen. Und hoffentlich dann dabei einschlafen und Mittagsschläfchen machen. So, in das Arbeitswerkzeug der Frau. Guten Appetit! Heute Abend gibt es so richtig so Käsecracker, Bratwurst mit Bratkartoffeln. Und dazu habe ich beschlossen, muss natürlich auch der Mund verbrannt werden. Man macht langsam. Du dürftest die Dose Bier jetzt aufreißen und damit könntest du löschen. Das ist falsch! Die lernt das aber auch nie. Das ist relativ einfach. Wenn das Zeug frisch aus der Pfanne kommt, dann ist heiß. Dann macht man langsam. So, jetzt aber. Kipp das mal da rein. Lecker. Das ist nur, weil es ihm vorhin schlecht ging. Deswegen darf er jetzt schon zum Essen ein Bier trinken. Wieso? Du trinkst doch. Und ich bin der Vorkoster. Seit 2 Stunden geht's rein, raus, rein, raus. Ich habe versucht, ein bisschen Yoga und Gymnastik zu machen und dann kommt immer wieder, man sieht dann so von Weitem wird es plötzlich hellgrau und dann kommt wirklich innerhalb von 5 Sekunden eine Regenwand. Und die ist aber jetzt schon wieder weg. Also gerade wieder alles weggeräumt und jetzt könnte man wieder alles rausräumen. Also mich hat die Lust nach 3-mal verlassen, glaube ich. Da hinten sieht man es auch ganz deutlich, die Wand. Mir fehlt aber noch meine Rückengymnastik. Tja. Da ist aber wieder die nächste Front. Wir haben sie eben angesagt bekommen. Konnten gerade noch die Stühle wegräumen. Da gibt nichts zu lachen hier. Batsch, nass schon wieder. Naja, du wolltest doch noch mal duschen. Unsere Klappe an der Seite ist noch offen. An die müssen wir gleich denken, weil wir haben eigentlich beschlossen, dass wir jetzt weiterfahren.
Unser Schätzchen wühlt sich durch den feuchten Sand. Jetzt sind wir in Verhandlungen, wie wir weiterfahren. Wir wollen jetzt Richtung Xai-Xai und dazu gibt es zwei Varianten. Die eine ist zurückzufahren, um auf die Straße wieder zu kommen. Das sind aber dann insgesamt 95 Kilometer. Und wir hassen ja zurückfahren. Oder aber wir versuchen halt hier eine Piste jetzt entlang, das wären nur 45 Kilometer, wo wir natürlich keine Ahnung haben, wie der Zustand jetzt ist, nach Regenfällen und bla bla bla. Ob Matsch, Schlamm, befahrbar, keine Ahnung. Aber wir haben uns jetzt erstmal dazu entschieden, das auszuprobieren. Und dazu haben wir direkt hier vorne das erste Wasserloch. Was er gleich nimmt, jeder fährt drumherum, jede Fahrspur führt drumherum. Das war ja nur eine Demonstration. Um meinen Blutdruck wieder nach oben schnellen zu lassen. Nee, nur langsam anzupassen. Ah. Denn immerhin waren wir knapp eine Woche auf Asphalt unterwegs und bevor er zu niedrig wird, ist gleich mein Blutdruck scheinbar wieder angekurbelt werden. Dankeschön, mein Lieber. Na, da sind wir ja mal gespannt, wo mein Mann mich hinfährt. Ich möchte betonen, es ist auf eine gemeinsame Entscheidung hinausgelaufen. Ich muss erst mal mein Fenster zumachen, weil ich werde hier ständig geduscht von den Büschen, die sich hier an der Seite an unserem Auto abstreifen. So. Aber hier fuhren ja schon andere Autos jetzt entlang. Eben, das hier voll die Main Road. Tiefenentspannt. Hier ist wieder etwas nicht mehr so, wie es sein soll. Ich muss mal wieder ein bisschen laufen gehen, was ja nicht schlimm ist, weil hier gibt es ja keine Tiere. Das tut ja immer mal ganz gut und jetzt müssen wir mal ein bisschen Jungle Adventure hier aufnehmen. Die Piste wird nämlich immer schmaler und zuzüglich zu dem sandig-matschigen Boden ist es ja doch wieder eine neue Erfahrung und neue Eindrücke auch fürs Auge. Unterwegs staunen wir auch immer wieder über die entspannten Passagiere der entgegenkommenden Großraumtaxen, die hier immerhin auf einem recht neuen Fahrzeug und ohne weitere tierische Begleiter hinten drauf stehen dürfen. Recht zügig, wenn auch immer wieder mit ordentlicher Schräglage, geht es auch tatsächlich immer und immer weiter. Wir sind jetzt in der Region zwischen Bilene und Xai-Xai unterwegs und hier sind riesige Anbaugebiete. Hier wird Mais angebaut, Reis und ganz vor allen Dingen, ich will immer Peanuts sagen, aber das stimmt ja nicht. Wie heißen nochmal die Runden? Die Cashewkerne. Cashewkerne. Hier ist ein riesiges Cashewkerne-Anbaugebiet. Ich habe auch gestern mal ein paar frisch geröstete probieren dürfen. Die waren echt, das ist schon mal was anderes als die Dinger aus der Tüte. Hola! Herrlich. Einfach nur herrlich. Tatsächlich sagt man auch in einem portugiesisch sprechenden Land zur Begrüßung Hola wie in einem spanisch sprechenden. Was kommt denn da jetzt auf uns zu? Straßenumgehung, Baumfellarbeiten, Schlammschlachten. Hier war wahrscheinlich Schlammschlachten, das haben sie jetzt versucht aufzulösen. Gehe ich auch mal davon aus. Und die Stecken ist mit Sicherheit die Absperrung, dass man da nicht langfahren soll. Das ist wie Karussellfahren. Ja. Und hoch. Nee, das ist diese Wasserbahn, die es da gab. Wir sind halt einfach zu unspektakulär. Wir sehen das einfach zu entspannt. Da. Hat er einen Puls von 130. Das Adrenalin steht in dem Gesicht. Er schwitzt. Er hat Angst. Der fährt freihändig. Er kann freihändig fahren, er kann ganz entspannt fahren. Kann auch was trinken dabei noch. Und er kann auch gleich in den Busch fahren, wenn er nicht aufpasst. Mit eines der wichtigsten wie sagt das denn? Aussagen mit nein. Mit eines der wichtigsten Dinge in einem Dorf ist immer der Fußballplatz. Für meinen Mann natürlich die Pfützen
oder die Wasserstellen. Auch wichtig. Temporegulierungen werden ja hier in Mosambik sehr ernst genommen. 50 darf man hier fahren. Geben wir mal Gas, würde ich sagen. Weil hier sind Kinder auf der Gasse, machen wir nicht. Hier sind uns jetzt ganz viele Frauen entgegengekommen, die einen einen Stoffsack auf dem Kopf haben. Ich konnte noch nicht rausfinden, was es ist. Das sind irgendwelche Blätter mit drin. Aber hier wird irgendwas abgebaut. Also wir sind natürlich hier sogar noch links. Das ist eine riesen Bananenplantage. Die schweren Macheten hier im Einsatz. Jetzt können wir die Mädels aufnehmen. Hier. Hey, Luftballon. Lele. Die Mädels haben richtig viel Spaß da hinten auf ihrem Karren. Hallo. Ja, hier ist schwer Party auf der Gasse. Aber das ist ja auch die Main Road. Die sind schneller als wir, deswegen lassen wir sie mal vor. Dschungelpisten in der Regenzeit von Mosambik. Ein Traum. Tatsächlich mal wieder einer von meinem Mann, der Traum der Dschungelpisten. Einmal den Kongo queren, das wäre ganz viel Pipi in seinen Augen, noch mehr Gangsterpunkte im Leben erreicht für ihn und das Ganze sicherlich ohne mich. Da ist das hier ja dagegen ein Kinderspiel. Schaut mal, wen wir wieder eingeholt haben, den Wagen mit den singenden Mädels. Die müssen jetzt den Rest des Weges nach Hause zu Fuß bewältigen und freuen sich riesig, uns zu sehen. Ihr habt euch aus dem Auto gezerrt. Bye, bye. Bye. Thank you so much. Bye, bye. Thank you. Bye, bye. Ich kann nicht sagen, warum, aber die überschwängliche Freude beschämt mich oder uns manchmal. Es ist so unfassbar, welcher Empfang uns häufig gemacht wird, mit wie viel offen gezeigter Freude wir täglich auf der Straße begrüßt werden. Und dann stellen wir uns die umgekehrte Situation vor, ein für unsere Verhältnisse fremdes und aufwendiges oder gar protziges Fahrzeug fährt durch unsere Straßen. Da kann jetzt jeder mal selbst seine Fantasie spielen lassen, wie wir dann alle aus der Wäsche schauen. So, habt ihr mitgezählt? Das war jetzt die 486., 87., 88. und 89. Wasserdurchquerung in ungefähr 3,5 Stunden, 3 Stunden 5 Minuten und bei 43 Kilometern. Und mein Herz ist dabei auch noch mal wieder stecken geblieben. Die war nämlich auch noch besonders tief. Ich muss mich ja immer sehr zusammenreißen, um nicht irgendwelche komischen Geräusche von mir zu lassen. So, das war jetzt die 500. Wasserdurchfahrt in 3 Stunden. Es geht ja jetzt hier bergauf, deswegen glaube ich wirklich, dass es jetzt vorbei ist. Wir durchfahren gerade Chikumbane. Die größte Versorgungsstadt in der Region und wir erreichen jetzt gleich wieder Asphalt. Das heißt, 49 Kilometer sind wir jetzt gefahren in
3 Stunden 20 Minuten. 3 Stunden 20 Minuten und es waren 637 Wasserlöcher, wenn jetzt nicht noch bis da vorne zur Asphaltstraße welche dazukommen. Aber langsam sind meine Nerven auch ganz schön blank und ich bin froh, dass ich jetzt wieder ein bisschen zur Ruhe kommen kann. Hoffe ich zumindest. Aber Resümee, war eine sehr schöne Fahrt. Es war eine sehr, sehr schöne Fahrt, sehr hügelig, sehr afrikanisch. So stellen wir uns das ja immer vor. Es gibt ja so viele afrikanische Szenarien. Einmal gibt es Tiere, Steppen, hier gibt es jetzt wieder Grün, Palmen, viel Bewuchs. Ach, es kommen wieder ein paar Pfützen dazu. Oh Mann, das sind ja auch keine Pfützen, das sind Wasserlöcher. Ich dachte, es wäre zu Ende. Okay, das waren jetzt noch mal 15 dazu. Tja, und was haben wir verloren? Unser Nummernschild. Oh, Wir haben unser Nummernschild verloren. ich hab's gerade gehört. Jetzt geht es über den Limpopo. Schön langsam. Keine Kühe. Okay, Kühe dürfen nicht über den Limpopo. Die müssen durch. Mit der Überquerung von Limpopo, dem Limpopo, muss man ja glaube ich sagen, erreichen wir Xai-Xai, dem wirklich größten Versorgungsort in der Nähe. Und wir erreichen jetzt auch bald den Indischen Ozean. Aber erst muss etwas gerichtet werden. Wir haben unser vorderes Kennzeichen verloren in einem der Wasserlöcher. Zum Glück nicht das Original, denn so etwas ist nicht selten. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, erstmal ein Originalkennzeichen wieder da vorne dran zu machen, weil wir sind hier sonst absolut gefundenes Fressen und Opfer für so eine Polizeikontrolle. Und da vorne Ortsausgang kommt nämlich schon die erste, oder hier mitten im Ort jetzt gerade. Und deswegen habe ich beschlossen, jetzt mal ein Originalkennzeichen da dran zu machen. Ah ja, so, ich würde es doch richtig rum reinmachen. Das ist ja wohl mal oberlächerlich. Das verlierst du doch gleich wieder. Jetzt fahren wir nicht durch so tiefe Schlammlöcher. 1A. Und jetzt haben wir ihn wirklich erreicht. Der Indische Ozean. Ist schon ein bisschen geil auch. Ohne Barriere, ohne Düne, ohne nix kommen wir jetzt gleich direkt drauf. Palmen dazwischen. Nur der Regen könnte jetzt mal aufhören. Ja, ein bisschen schönes Wetter dabei wäre eigentlich noch ganz gut. Asphalt ist wieder verlassen und er muss jetzt wieder die Freilaufnaben reinmachen. Rein, raus. Aber wir fahren jetzt wieder über Sand. Wie geil ist das denn? Auch wenn es regnet. Wir fahren parallel zum Indischen Ozean und jetzt brauchen wir nur noch ein geeignetes Plätzchen für die Nacht. Es wird immer enger und kleiner und dunkler. Ich will doch nur einen Schlafplatz haben. Ja, so langsam könnte ich auch mal einen gebrauchen, wenn ich ehrlich bin. Jetzt geht's erstmal hier rein. Weil Ja, das sieht für uns ganz annehmbar aus. Ja, ich glaube, da schießen wir jetzt mal rein und gucken, ob wir uns da gut hinstellen können. Ich kann sagen, er fährt vorbei anstatt rein. Ich würde erst mal reingucken, bin der Vernünftige. Also, na dann, los geht's. Jetzt nur nicht stecken bleiben. Das macht kurz vor Feierabend immer besonders viel Spaß. Natürlich ist das nicht ernst gemeint.
vom perfekten Strandplatz sind wir noch entfernt. Keine Palme. Zumindest sehe ich keine. Eine Bauruine im Hintergrund. Trübes Wetter, es regnet, es ist diesig. Aber ansonsten wäre das hier schon gar nicht so schlecht. Der ist ganz schön anspruchsvoll. Ich bin sehr zufrieden hier. Ich habe gerade mal hier auf den Indischen Ozean geguckt. Das ist ein bisschen geil, oder? Da muss ich mal ganz kurz. Got it. Oh ja, wir sind am Indischen Ozean, auch wenn das Wetter etwas trockener sein könnte, aber so machen wir es uns einfach im Auto gemütlich. Wenn euch die Filme gefallen, so haut doch jetzt auf den Abo-Button, um nichts zu verpassen, empfehlt uns weiter und hinterlasst uns gerne viele Kommentare. Wir freuen uns immer auf die Kommunikation mit euch und wer uns sonst noch unterstützen möchte, findet den Link in der Videobeschreibung oder in unserer Bio. Sau vielen Dank dafür und jetzt weiter. Heute Morgen gemütlich aufgewacht an unserem neuen Stellplatz, oben im Bettchen gelegen, einen Kaffee getrunken und dann gibt es von draußen Geräusch und es ruft Hallo, hallo oder sowas in der Art. Irgend sowas, ich weiß auch gar nicht, was gerufen hat. Hola, hola. Naja, was sehen wir? Einen Polizisten draußen vor dem Auto rumschleichen. Schnell in die Hose gesprungen, in meine Kampfhose, T-Shirt angezogen, natürlich verkehrt rum in der Eile und raus, Tür aufgemacht und zu dem guten Mann hin. Gut, der gute Polizist wollte uns so darüber informieren, dass man halt hier auch auf unsere Sicherheit bedacht ist und dass er hier, wo wir stehen, mitten irgendwo im Gestrüpp, dass er dort nicht für unsere Sicherheit garantieren könnte. Kennzeichen verloren. Da habe ich ja gestern schon mal kurz erwähnt, dass wir in einer Schlammpfütze hier vorne unser Kennzeichen verloren haben. So sehen unsere Kennzeichen aus. Das sind aber nachgemachte Kennzeichen. Originalkennzeichen haben ja eine Plakette mit drauf. Nur damit ich die Originalkennzeichen nicht verliere, deswegen habe ich quasi Zweitkennzeichen und die habe ich die ganze Zeit drauf und fahre mit denen durch die Gegend. Und die Originalen, die habe ich noch in Reserve im Staukasten. Und jetzt habe ich halt erst mein Original wieder ausgepackt. Nur will ich die halt mal anders befestigen, dass die richtig geschraubt sind und nicht nur in diesen Plastikclip-Halterungen da drin sind. Und deswegen bauen wir das jetzt mal um und dann können wir das richtig festschrauben, dann geht es auch nicht mehr verloren. Ist der Plan. So, jetzt haben wir die Halterung mal abgeschraubt, weil da können wir nämlich jetzt wunderbar die Bohrlöcher einfach übernehmen. So, jetzt können wir schön das Ding hier als Bohrschablone nehmen. Deswegen habe ich nämlich das Teil abgeschraubt. Und los geht's. Jetzt fängt es wieder an zu regnen. Das ist gar nicht fair. So, jetzt haben wir nämlich die und jetzt kommt der Supertrick mit meinen gebohrten Löchern. Die jetzt hoffentlich hier übereinstimmen und die richtige Größe haben. Looks good. Da die Schublade hier etwas schwergängig ist, haben wir Angst, dass wir irgendwann diesen Griff hier mal wieder abreißen. Deswegen haben wir mal Puder im Baumarkt uns einen Griff gekauft und den schrauben wir jetzt mal schnell hier dran. Da kann man hier unten reingreifen und gut ist. Der baut ein Loch in meinem Schrank. Obacht geben länger leben. Da hinten dran sind wichtige Güter. Da stört das Olivenöl. Ja, haben wir Glück, dass wir vorne so Olivenöl stehen haben und nicht den Schnaps. Sonst müssten wir den womöglich noch trinken jetzt. Einwandfrei, Schublade auf, zu, abgeschlossen und sieht doch noch ordentlich aus. Ich bin zufrieden.
knusprig geworden. Der ist aber nicht richtig gegangen, der Teig. Der wird normalerweise ein bisschen fluffiger da drin. Das muss hier mit der hohen Luftfeuchtigkeit zusammenhängen, schätze ich mal, weil warm genug ist es. Normalerweise beim Warmen geht der eigentlich gut auf. Sagt der Bäckermeister. Bevor du dich über mich lustig machst, würde ich lieber mal darüber gucken, wie das Wasser da oben über unsere Dachluke in unser Bett reintropft. Oh, wir haben ein nasses Bett. Die Das Dachluke mit den ist noch billigen- offen. Das ist das Problem mit den billigen Haushaltskräften. Während meine Zugehfrau den Wasserschaden bereitet, probiere ich mal das leckere Brot. Dass die Bäckerin gebacken hat. Ich habe es gebacken. Ich habe einen Ofen aufgebaut, habe es da reingetan, habe es umgedreht. Du hast so den Teig gemacht, die vorbereitenden Tätigkeiten. Das Kernthema ist das Backen. Ah, So lecker, schön knusprig. Find's gut. Mein Käse ist geschimmelt, das ist gemein. ich will ja auch nicht sagen, wieder besserisch sein, aber er verpackt ihn halt auch immer nicht mehr. Der lässt ihn immer gerne draußen stehen. Den kannst du nicht mehr. Der ist richtig dunkel verschimmelt. Den kann man auch nicht mehr abschneiden. Keine Rettung für meinen Käse. Keine Rettung für deinen Käse. Wir verlassen jetzt noch kurzfristig unseren Nachtplatz, den wir uns ja gestern hier gesucht haben und eigentlich ganz nett fanden. Es regnet die ganze Zeit und wir sind nur drin, obwohl es hier draußen ganz schön ist. Aber wir haben jetzt schon zum zweiten Mal Besuch bekommen von unserem lieben Polizisten, auch wenn ich ihm jetzt ganz viel Unrecht tue wahrscheinlich. Aber irgendwie finde ich das ganz komisch. Der ist sehr anhänglich und hat gefragt, wie lange wir hier sind und bla bla. Und ja, Unrecht hin oder her, ich möchte jetzt hier weg. Ich möchte jetzt hier einen anderen Stellplatz suchen und wir fahren jetzt noch ein Stück jetzt hier wieder raus von der Küstenstrecke und suchen uns eben einen anderen Platz außerhalb seines Distrikts, keine Ahnung. Das ist ja ein echter Traum. Jetzt schickt er mich hier bei Regen raus. Der ist hart und ich habe heute auch noch Kopfschmerzen. Ich warte hier die ganze Zeit immer heimlich, dass ein Elefant von rechts nach links kommt. Oder umgekehrt. Aber hier ist nur ein Dorf. Und dann hat gerade eine Frau eine Wäsche aufgehängt. Gestern haben wir uns gefragt, ob sie die Wäsche aufhängt zum Waschen oder zum Trocknen. Ganz schön tief. Während Yvonne da vorne die Kameradame spielt, kann ich im Hintergrund schon den See sehen, der uns erwartet. Ach du Scheiße. Von wegen, der kleine Kameraassistent geht immer durchs Wasser. Mich schickt er hier durchs Wasser. Ihr habt keine Ahnung, was der mit mir macht. Wo ich lang muss. Ich muss nach Krokodilen Ausschau halten, nach Wasserschlangen und mich dem Regen aussetzen. Und bestimmt falle ich gleich hin. Ist ja nicht so, dass ich nicht tollpatschig bin. Unser nächster Versuch, jetzt einen Nachtplatz zu finden, endet ja natürlich wieder in einer Piste. Und mein Mann muss erstmal wieder die Freilaufnarben reinmachen. Damit wir nicht stecken bleiben. Aber ich bin ja schon mal ganz angetan, hier sind ganz frische Spuren. Warum hat er schon wieder so gegrinst? Wenn der Mann die Untersetzung reinmacht, wird die Frau immer nervös.
mir das an. Aber bevor ich allzu nervös werde und nicht mehr sprechen kann, sagen wir Danke für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse und wir sehen uns hoffentlich bei besserem Wetter dann in der nächsten Woche wieder. Habt viel Spaß, bleibt gesund und damit tschüss und bye bye.